Manchmal kann man eine Verbindung zu jemandem herstellen und sie haben eine ähnliche Energie wie du oder ein anderes Resonanzmuster. Es kann eine höhere Frequenz sein, aber es ist die gleiche Resonanz wie verschiedene Akkorde, die denselben Klang, einen ähnlichen Klang haben. Und so kann man mit jemandem in Schwingung geraten. Auf der Tanzfläche sieht man das öfter als anderswo, aber es passiert auch an anderen Orten. Ich möchte Bernhard Beitmann in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Bernhard? Sehr gut, danke. Alex. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung sind. Freue mich, über Ihr neues Buch Bedeutungsvolle Zufälle zu sprechen. Und Synchronizität und Serendipität und all diese erstaunlichen Dinge, von denen wir irgendwie wissen. Aber wir gehen wirklich nicht tief ins Detail bei diesen Dingen, weil vieles davon irgendwie esoterisch ist. Vieles davon ist so, als gäbe es keine Zufälle. Also, ich brenne darauf, mit dir darüber zu sprechen. Meine erste Frage an dich ist, mein Freund, wie wurdest du ein Experte für etwas so Esoterisches wie Zufälle? Ein Experte zu werden, denken manche, dauert 10.000 Stunden. Also habe ich die Zeit investiert. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke schon lange darüber nach. Angefangen, als ich 8 oder 9 war, aber der Hauptgrund, warum ich das mache, ist nicht so sehr die kausale Kette, die mich hierher geführt hat. Ich erzähle dir so viele Geschichten, wie du hören möchtest. Ich habe selbst eine Menge davon. Aber der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich das Gefühl hatte und es jetzt noch stärker habe, dass die Welt mehr auf die seltsamen Dinge abgestimmt sein muss, die häufig passieren. Seltsame Zufälle passieren häufig und sie können sehr nützlich sein und uns zeigen, wie die Realität funktioniert. Und wir brauchen gerade jetzt jede Hilfe, die wir bekommen können. Und wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht, weil sie es mir nicht sagten. Ich ging auf renommierte Schulen, Yale und Stanford, aber ich wusste, dass sie es mir nicht sagten. Das ist eine Art, herauszufinden, was hier vor sich geht und zu versuchen zu helfen, nicht nur den Menschen, sondern auch der Verbindung der Menschen zur Natur, zu Gaia, zu dieser Welt, dieser Erde, von der wir ein Teil sind. Es ist also eine teleologische Sache, die Jung interessierte. Ich fühle mich zu einer Zukunft hingezogen, die ich mitgestalten möchte. Nun, dann, lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Wie definieren Sie Zufall? Ein Zufall ist das Zusammentreffen von zwei Ereignissen, die eine gemeinsame Bedeutung haben, aber nicht offensichtlich kausal zusammenhängen. Sie kreuzen sich, überraschen dich und lassen dich nachdenken, da sie verbunden zu sein scheinen, ohne dass du weißt, was sie verursacht hat. Also ein perfektes Beispiel ist, ich nehme einfach meinen Podcast als Beispiel. Plötzlich bin ich auf YouTube und sehe zufällig ein Video von einem Typen, der über Zufälle spricht und dann denke ich, hey, das wäre interessant, darüber zu sprechen. Und plötzlich rufe ich dich an, ob du in meine Show kommen möchtest und du kommst in meine Show und dann reden wir nach der Show und ich wollte schon lange mit dieser einen Person sprechen und du sagst, oh, das ist mein bester Freund. Soll ich euch verbinden? Und ich sage, ja, übrigens, das ist nicht echt. Das ist nicht der genaue Grund. Ich mag die Geschichte aber. Ich mag die Geschichte. Und dann plötzlich, oh Gott, ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Er ist mein bester Freund. Er würde alles für mich tun. Was willst du? Willst du deine Show hier machen? Zack. Ich werde dir eine E-Mail schreiben und dich verbinden. Das ist mir schon oft passiert. In über 1000 Episoden meines Podcasts. Ohne direkten Kontakt werden wir reden. Du sagst dann, ich habe neulich mit Oliver Stone gesprochen. Und ich denke, Entschuldigung, du hast was? Oh ja, ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Habe ich dir das nicht erzählt? Solche Dinge. Und plötzlich ist Oliver in meiner Show. In 1 oder 2 Wochen passieren solche Dinge. Es ist wirklich interessant. Ist das also so ungefähr, was du meinst? Natürlich, natürlich. Es ist fortgeschrittener, Alex, als das Grundniveau, auf dem ich versucht habe, das Buch zu schreiben, weil du bist in dem, was du mir gerade erzählt hast, ein Hochfrequenzkoinzident. Du hast viele Zufälle. Ein Koinzident erlebt Zufälle und je mehr du sie hast, desto mehr wirst du sie haben. Es ist ein Dominoeffekt, der immer weitergeht und genau das hast du gerade beschrieben. Ein Teil davon ist, dass ich meinen eigenen Podcast habe. Es wird einfacher, Leute zu finden, weil sie irgendwie auftauchen. Nicht so gut wie Oliver Stone.
Ich habe diesen Namen nur genannt. Bitte verzeih mir. Okay, aber du hast Oliver Stone interviewt. Ja, das habe ich vor einiger Zeit. Ich musste daran arbeiten, um Deepak Chopra in meinen Kopf zu bekommen, ein paar Dinge hier und da zu ändern, um das zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Gesprächs, das ich liebe, habe ich Deepak erreicht, weil ich Ende der 60er Jahre in San Francisco Praktikant war. Als Praktikant mussten wir um 7:30 Uhr aufstehen, was für mich zu früh war. Das mochte ich nicht. Also bin ich irgendwie in das erste Treffen hineingestolpert, das wie ein Frühstück war, und wir sollten uns kennenlernen. Also wanderte ich benommen herum, setzte mich hin, und ein Typ klopfte mir auf die Schulter, sagte: Du sitzt auf meinem Platz. Ein glatzköpfiger Mann mit Rührei vor sich stellte sich als Andrew Wild vor. Also, sagte ich, Okay, wir müssen nach der Show reden, weil ich mit Andrew und Deepak sprechen muss. Wir tauschen das Zeug danach aus. Und ich weiß schon, wo die Verbindungen sind. Dann hat sich natürlich alles danach ergeben. Aber es ist faszinierend, diese Art von Ideen, diese Art von Zufällen. Es ist wie, oh, ich kenne diese Person oder jene Person. Und ich habe tausende solcher Geschichten, die mir im Laufe meines Lebens passiert sind. Aber du hast etwas wirklich Interessantes gesagt. Du hast jemanden mit hoher Schwingung erwähnt. Also für diejenigen, die es nicht verstehen. Kannst du erklären, was das bedeutet? Ich verstehe es, aber es wäre toll, wenn du es für die anderen erklären könntest. ich habe nicht hohe Was hast Vibration du gesagt? gesagt. Ich habe hohe Frequenz gesagt, Zufall. Aber du hast recht mit der Sache der Vibration. Da ist etwas mit unserer Energie. Ich nehme an, dass viele in ihrem Publikum glauben, dass jeder von uns eine Energie um sich herum hat. Ich denke, dass jeder von uns eine Energiesignatur besitzt, eine grundlegende Schwingung, ähnlich wie unsere Fingerabdrücke. Der Unterschied besteht darin, dass manchmal eine Verbindung zu jemandem hergestellt werden kann, der eine ähnliche oder unterschiedliche Energie hat. Es kann eine höhere Frequenz sein, aber es ist die gleiche Resonanz, ähnlich wie verschiedene Akkorde, die denselben oder ähnlichen Klang haben. Man kann also mit jemandem in Schwingung geraten, was auf der Tanzfläche häufiger zu beobachten ist, aber auch an anderen Orten passiert. Letztendlich geht es darum, in ein kohärentes Muster zu gelangen. Und lassen Sie mich sagen, es geht um ein bestimmtes Bedürfnis. Als Podcaster haben wir alle das Bedürfnis, sie weiter durchzuführen. Man muss den nächsten finden. Wie weit werde ich gehen? Wird es bis Mai oder Juni sein? Werde ich dafür rausgehen? Wir müssen neue, interessante Köpfe finden, die zu dem passen, was wir tun. Innerhalb dieses Bedarfs ist es wichtig zu erkennen, dass dieser ein großer Treiber für Zufälle ist. Wenn du etwas brauchst, beeinflusst das deine Energie und Wachsamkeit sowie dein Umfeld, was hilft, dass das, was du brauchst, zu dir kommt. Nun, lass mich dich das dann fragen mit dieser Idee. Wenn du versuchst, einen Job zu bekommen oder ein Mädchen oder einen Jungen zu treffen, je nachdem, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, gibt es Energie- wie Frequenzebenen, die auf einem höheren Niveau sind als du, sei es spirituell oder mental, was auch immer das ist. Also, wenn du gerade deinen Podcast startest, und bitte alle verzeiht uns, dass wir den Podcast als Beispiel verwenden, aber es ist ein großartiges Beispiel. Also, wenn du Episode 1 hast und du versuchst, Steven Spielberg zu erreichen, seine Bedürfnisse oder Wünsche passen nicht zu deiner Fähigkeit, seine Bedürfnisse oder Wünsche zu erfüllen. Oder selbst wenn er nichts verkaufen wollte, allein das Gespräch, je nachdem, wer diese Person ist, müsste zu den Gästen passen, die sie versuchen zu bekommen. Und das klappt bei Jobs, Beziehungen, Geschäftspartnern, bei allem. Ich werde nicht einfach zu Mark Cuban gehen. Mark Cuban wird nicht an meine Tür klopfen im Allgemeinen. Aber erreicht man einen bestimmten Punkt, schwingungs- oder frequenzmäßig, dann sammeln sich solche Leute um einen. Und dann wird es einfacher, sie zu erreichen. Hast du das auch schon erlebt? Definitiv. Eine Art, wie ich darüber nachgedacht habe, ist, dass ich nur die Herausforderungen bekomme, denen ich gewachsen bin, die ich zu diesem Zeitpunkt bewältigen kann. Aber ich muss mich weiterentwickeln. Du musst dich weiterentwickeln. Ich habe jetzt
etwa 300 Podcasts selbst gemacht und man gewöhnt sich daran. Es macht Spaß, besonders mit vielen lustigen Leuten zu interagieren. Man kann coole Leute auswählen, die meisten sagen ja, und dann hat man ein lustiges Gespräch. Man muss locker genug sein, um es zu können. Mein erster Podcast war ähnlich. Ich habe die berühmteste Person interviewt, die ich kannte, nämlich mich selbst. In den ersten Folgen habe ich über mich gesprochen, um mich vorzustellen und in Schwung zu kommen. Jetzt bin ich ziemlich bekannt in der Welt der Synchronizität und anerkannt dafür, einer der wissendsten Menschen über das bedeutungsvolle Zufallsding zu sein. Also ist es einfacher, Leute in die Show zu bekommen, die auf einer höheren Frequenz sind, die mehr zu bieten haben, weil sie auch gerne mit mir reden, weil es ein Dialog ist und wir voneinander lernen. Und es macht einfach immer mehr Spaß. Es macht einfach immer mehr Spaß. Ohne Zweifel, mein Freund. Du erwähnst das Wort Synchronizität, das oft verwendet wird. Wie definierst du Synchronizität? Also, du hast mir die wichtige Frage gestellt. Also werden wir jetzt die Definitionen durchgehen. Ja, bitte, wir werden die Definitionen durchgehen. Der Titel meines Buches, Bedeutungsvolle Zufälle, enthält Serendipität und Synchronizität. Und der Grund, warum beide darin enthalten sind, ist, dass sie Formen von bedeutungsvollen Zufällen sind. Erinnerst du dich, wie ich einen bedeutungsvollen Zufall als zwei Ereignisse definiert habe, die scheinbar nicht zusammenhängen, aber eine gemeinsame Bedeutung haben? Das erzeugt normalerweise eine Überraschung, dass alle vier dieser Dinge, die ich in meinem Buch schreibe, in diese Kategorie passen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in LA oder in Austin, aber manche Leute lieben einfach das Wort Synchronizität und wenden es auf fast jeden Zufall an. Und manche Leute, nicht so sehr in den Vereinigten Staaten, mögen Serendipität und sie nennen all diese Dinge Serendipität. Und so sind die Begriffe etwas vage definiert worden, aber ich werde sie so klar wie möglich definieren. Aber die Leute werden das Wort trotzdem so verwenden, wie sie wollen. Sicher, Synchronizität ist ein Begriff, der von Carl Jung geprägt wurde. Wenn Wörter dich interessieren, bin ich Alex. Ich denke über ihre Entwicklung nach und du musst es auch, da du viel mit Leuten redest. Synchronizität war für Carl Jung keine bedeutungslosen Zufälle. Er nutzte das Konzept, um bedeutungsvolle Zufälle zu erklären, jedoch nicht als reine Bezeichnung für solche Zufälle. Synchronizität war ein kausales Verbindungsprinzip. Er meinte, dass es die beiden Bedeutungen zusammenbrachte. Es ist eine Denkweise, die besagt, dass es mehr als nur reguläre kausale Erklärungen geben muss. Daher vertrat er sie. Doch er hatte außer der Quantenphysik keine andere Grundlage dafür. Und weil er Psychiater war, so wie ich, und Psychotherapie machte, so wie ich, war er sehr an Synchronizität interessiert. Als psychologische, zwischenmenschliche und spirituelle Hilfe. Synchronizität vereint alle drei. Diejenigen, die von Synchronizität sprechen, sind oft spirituell orientiert. Also Synchronizität im Allgemeinen ist ein Konzept, das ich in der spirituellen Welt gehört habe, mehrmals, dass die ganze Welt Synchronizitäten in sich hat. Was mich zu einer anderen Frage führt: Erschaffen wir den Zufall und die Synchronizitäten in unserem Leben rein durch die Realität, die wir mit unserem eigenen Verstand, unseren Gedanken und so weiter erschaffen? Und du hast vorhin etwas gesagt. Du hast gesagt, dein Bedürfnis ist eine treibende Kraft für Synchronizität. Ist das also das, was hilft, sie anzutreiben? Setzen wir alles zusammen mit dem, was wir im Grunde mit unseren eigenen Gedanken erschaffen. Das Schlüsselwort von dem, was du gesagt hast, Alex, ist hilft. Wenn wir über Erklärungen für Synchronizität und bedeutungsvolle Zufälle nachdenken, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten. Statistiker behaupten, dass diese Wahrscheinlichkeit alles erklärt. Statistik ist alles, was man braucht, um Synchronizität zu erklären. Ihr Lieblingsargument ist, dass in großen Populationen seltsame Dinge passieren werden. Ich wäre überrascht, wenn nicht. Da ist etwas Wahres dran. Es gibt also eine statistische Wahrheit, aber das ist nicht alles. Auf der anderen Seite
gibt es diejenigen, die wissen, dass das Universum es getan hat oder Gott oder das Göttliche oder das größere Bewusstsein, aber das Universum ist gerade sehr beliebt. Das Universum hat das geschehen lassen. Und ich bin so froh, dass du den persönlichen Handlungsspielraum einbringst, weil viele Leute nicht verantwortlich sein wollen für Schockierend, oder? das, was sie tun. Sie mögen keine Schocks. Schocks? Ein Teil meiner Arbeit als Therapeut ist, hey, was hattest du damit zu tun? Es war seine Schuld. Okay. Na gut, das muss ich überwinden. Es gibt persönliche Verantwortung bei allen, aber das variiert. Dann gibt es das Geheimnis. Ich nenne es nicht unbedingt Gott. Leute verwenden eigene Worte, aber das Geheimnis ist überall um uns herum. Hier passiert noch etwas anderes. Du weißt es, ich weiß es. Wir müssen ihm einen Namen geben, um das Gefühl zu haben, es unter Kontrolle zu haben. Also gibt es das Geheimnis, uns, die es tun, und die Wahrscheinlichkeit, die zu jedem dieser Zufälle beiträgt. Also ich muss es dir einfach sagen, weil ich glaube zu 110% daran an Synchronizitäten und Zufälle. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich denke, das Universum handelt einfach, um uns auf unserem Weg zu unterstützen. Synchronizität ist der Begriff, den ich bevorzuge, aber das ist meine persönliche Vorliebe. Nun, lassen Sie uns dafür eine Minute pausieren, denn das ist wirklich wichtig. Viele Leute sagen dasselbe. Ich glaube nicht an Zufälle. Denkst du, dass du Kopfhörer trägst? Ja, das tue ich. Diese Dinge passieren da draußen. Genau. Aber der Unterschied liegt in der Terminologie. Ich denke, du sprichst über einen wesentlichen Teil der Definition von Zufall. Sobald eine Ursache gefunden ist, sobald du eine Ursache findest, erinnerst du dich, ich habe darüber gesprochen. Du weißt nicht, was die Ursache ist. Sobald du eine Ursache findest, gibt es keinen Zufall mehr. Und wenn du weißt, wie du sagst, dass das Universum es tut, dann gibt es keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle, weil das Universum es tut. Und du hast nichts damit zu tun. Ich denke, du hast etwas damit zu tun. Da unterscheiden wir uns. Ich verstehe deinen Standpunkt und stimme dir zu. Hier ist ein Beispiel. In meinen 20ern stand ich kurz vor dem Bankrott, nur noch wenige Tage entfernt, Kein kurz Spaß. davor, die Papiere zu unterschreiben. Kein Spaß, eine der dunkelsten Zeiten meines Lebens. Und ich schrie zum Universum: Gott, ich will meine Rechnungen bezahlen. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich diese Papiere unterschreiben, um mich zu schützen. Aber ich bin bereit zu arbeiten, wenn du mir die Gelegenheit gibst. Am nächsten Tag ruft mein erster Chef an und sagt: Hey, Sie suchen einen Editor. Im Norden. Ich habe deinen Namen genannt. Mit deinem Demoband kommst du vorbei. Und du hast den Job. Fast. Und ich habe es geschafft. Und ich bekam den Job am nächsten Tag. Was für eine Chance. Übrigens, ich hatte seit Jahren nicht mit diesem Mann gesprochen. Er hat mich einfach aus heiterem Himmel angerufen. Der Anruf. Wie kann jemand sagen, dass es keinen Zufall gibt, keine Synchronizität existiert? Es gibt Zufälle. Es gibt bedeutungsvolle. Dieser Zufall war, dass Alex rief, hey Gott, Menschen tun das auf verschiedene Weisen. Ich schlage vor, dass wenn du nicht darum gebeten hättest und wir das Experiment machen sollten, es nicht passiert wäre. Ich stimme zu. Diesen Bedarf herauszuwerfen, und ich habe eine Idee, wie das funktioniert. Ich meine, es ist nur der Anfang einer Idee. Ich denke, es gibt etwas, das Psychosphäre genannt wird, unsere mentale Atmosphäre. Und die Ionosphäre ist ziemlich hoch oben. Und es ist eine Menge positiver und negativer Ionen, die uns vor einigen der negativen Strahlungen der Sonne schützen. Und es gibt die Erdkruste, und da ist dieser Hohlraum zwischen der Ionosphäre und der Erdkruste. In dieser Kruste gibt es ständig Blitze, die auf und ab gehen. Und die Frequenz dieser Blitze erzeugt eine Kurve, eine Sinuswelle, ein Energiemuster, genannt Schumann-Resonanz. Und die Schumann-Resonanz liegt bei etwa 7,8 Hertz. Sie wird jetzt etwas schneller. Und das menschliche Gehirn hat einen Grundwert von etwa 4 Hertz. Also sind sie ziemlich ähnlich. Und
Sowohl die Schumann-Resonanz als auch unsere Gehirne erreichen etwa 50 Hertz. Also haben unsere Gehirne und die Atmosphäre um uns herum ähnliche Herzfrequenzen, die darauf hindeuten, dass sich unsere Gehirne in diesem Hohlraum zwischen der Ionosphäre und der Erdkruste entwickelt haben. In dieser Kruste, denke ich, befindet sich diese mentale Atmosphäre, durch die wir telepathisch und auf andere Weise miteinander kommunizieren. Und dass es dort Informationen gibt, wo wahrscheinlich das Akasha-Chronik ist. Und es gibt Wege, wie wir miteinander kommunizieren und es nicht wirklich verstehen. Also, als du das ausgesendet hast, es war dazu fähig. Das ist ein Teil dessen, was ich versuche herauszufinden. Es konnte eine Person finden, die in diesem Moment ein Bedürfnis hatte. Das ist immer noch ein Teil des Rätsels, Kontakt. Du wusstest, dass du derjenige warst, den man kontaktieren sollte. Fast wie ein Telefonanruf. Du rufst die Person an, ohne es zu wissen, und sie ruft zurück. Das ist interessant, weil aus meiner Sicht, wo ich mit vielen spirituellen Meistern aus Indien, China und verschiedenen Teilen der Welt gesprochen habe, eine gemeinsame Sache, die sie immer wieder sagen, ist, dass das Universum da ist, um dir zu helfen, aber du musst um Hilfe bitten. Es wird deinen freien Willen nicht beeinträchtigen. Nur wenn du bittest, wirst du erhalten, was auf deinem Weg benötigt wird. Und ich habe festgestellt, dass das, worüber wir sprechen, in dieser Hinsicht sehr ähnlich ist, dass wenn du nicht bittest, sie es dir nicht geben werden. Aber dann muss ich dir diese Frage stellen. Nun, wie viele Menschen heute oder wie viele Menschen vor ein paar Wochen oder wann auch immer es war, als die 2 Milliarden Lotterie lief, wie viele Menschen haben gebeten, oh bitte Universum, lass mich die 2 Milliarden gewinnen. Also, was ist die Ursprungsenergie dieser Bitte im Vergleich zu meiner vorherigen Bitte? Ich meine, ich brauche nur, gib mir einen Job und ich werde diese Schulden abarbeiten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Energiefrequenzen in dieser Frage. Gibt es also einen Unterschied in der Bedeutung, der ihr Kraft verleiht? Ich werde etwas Einfaches über die Lotterie sagen. Ich denke, dass es Leute gibt, die aus irgendeinem Grund ein paar Mal die Lotterie gewinnen und das Geld bekommen, wenn sie es brauchen. Ich glaube, solche Dinge passieren. Aber die Lotterie ist ein schwieriges Beispiel, weil sie festgelegt ist. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die gewinnen werden. Es ist wie nach Las Vegas zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit wird von den Leuten festgelegt, die sie herstellen, und so wird es wahrscheinlich jemanden treffen. Aber wer es ist ziemlich zufällig. Ich sage nicht, dass es völlig zufällig ist, und Zufall ist eine andere Frage. Also verwenden Statistiker gerne Lotterien, um zu sagen, dass alles Wahrscheinlichkeit ist, und die Lotterie, wir haben eine Lotterie gemacht, um in deinen Körper zu kommen, und ich in meinen Körper und die Eltern, die wir bekommen haben. Ich meine, es scheint so zu sein, oder es ist etwas anderes passiert. Wir wissen wirklich nicht, wie wir hierher gekommen sind, aber wir sind hier. Aber nehmen wir deine Bitte an das Universum, und ich sage es in der Psychosphäre, und die Lotterie, die auf der anderen Seite festgelegt ist, und nehmen eine einfachere Version. Ich bereite einen Vortrag für das Zufallsprojekt vor. Und übrigens, das Zufallsprojekt ist eine Gruppe von Leuten, die ich mitorganisiert habe. Es ist jetzt eine 503c im Bundesstaat Virginia, eine gemeinnützige Organisation. Unsere Aufgabe ist es, Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig Zufallsgeschichten zu erzählen. Das Zufallscafé findet jeden 3. Samstag im Monat über einen Zoom-Anruf von 11 bis 12:30 Uhr Eastern Time statt. Viele fühlen sich isoliert, obwohl sie viele Zufälle erleben, aber nicht darüber sprechen können. Bei uns finden Sie eine Familie von Gleichgesinnten. Besuchen Sie coincider.com oder thecoincidenceproject.net, um sich anzumelden. Wir versuchen, Menschen zusammenzubringen und haben eine seltsame Zufallsumfrage. Also, Alex,
Wenn du herausfinden möchtest, wie sensibel du für Zufälle bist, kannst du dort die Umfrage zu seltsamen Zufällen machen. Aber zurück zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Mein April-Vortrag handelt davon, wie man bedeutungsvolle Zufälle kultiviert. Wie erhöht man sie? Man lässt sie einfach geschehen und glaubt daran, dass sie da sind, um erlebt zu werden. Das ist der wichtige Teil davon. Wenn du nicht glaubst, dass sie da sein werden, sind sie nicht da, weil du sie nicht sehen kannst. Also musst du denken, dass sie da sind und du musst in der Lage sein, sie zu bemerken und dann musst du in der Lage sein, und hier denke ich, dass das, was du gesagt hast, so wichtig ist, du musst auf sie reagieren. Oft bist du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber du hattest einfach zu viel Angst, diese Person anzusprechen. Ja, und ich habe viele Beispiele. 2 davon sind 2 Menschen, die durch Flughäfen rennen. Siehst du jemanden dort drüben, dann geh zu dieser Person. Eine Person bekam den Job, den sie wollte, eine andere bekam die Frau, die er wollte, indem sie diesem intuitiven Gefühl folgten. Wir haben vorhin über dein menschliches GPS gesprochen, das uns dorthin bringt, wo wir sein müssen. Aber wie ich nicht oft genug betonen kann, musst du handeln, du musst fragen, du musst die Situation erkennen. Und das ist der erste Teil davon. Und dann musst du handeln. Im Moment zu handeln ist oft alles, was du hast, also handle entsprechend. Gibt es einen Unterschied in der Anfrage, warum du das verlangst, was du verlangst? Ich möchte mit diesem großen Filmstar ausgehen, offensichtlich. Wiederum ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die mit diesem Filmstar ausgehen können. Aber so etwas wie, ich brauche einen Job. Nun, es gibt unendlich viele Jobs. Die Chancen, dass das passiert, wenn man mit der richtigen Person verbunden ist, sind viel größer. Dasselbe gilt für unseren Podcast. Es gibt Millionen von Interviewpartnern, die kommen können, im Gegensatz zu, oh, ich muss nur mit dieser einen Person sprechen. Dann wird die Gelegenheit kleiner, aber es bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Aber nochmal, gibt es etwas zu sagen über, warum du es verfolgen willst? Ob es egoistisch ist oder zum Wohle des Ganzen oder spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, ich denke, es gibt hier eine gewisse Ethik und eine der Dinge, die wir versuchen müssen, und es ist irgendwie schmerzhaft, eine Ethik der Nutzung bedeutungsvoller Zufälle zu entwickeln, weil sie negativ genutzt werden können. Und das geschieht auch. Eine Methode, wie sie genutzt werden, ist durch Verkäufer, die versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, um uns zu manipulieren, indem sie uns vorgaukeln, dass wir zur gleichen Gruppe gehören. Das ist eine eher harmlose Art, es zu tun. Ein Mann wollte Geld von einer wohlhabenden Frau, mit der er ausging. Irgendwie arrangierte er es so, dass er an die Tür eines Hauses ging, klopfte und eine Frau öffnete und sie gerieten in einen Streit darüber, wie sie die Miete nicht bezahlen konnte. Er war tatsächlich der Besitzer des Gebäudes und erklärte großzügig, dass die Miete für diesen Monat nicht bezahlt werden müsse. Die Frau, die annahm, er sei geldgierig, hörte ihn großzügig über Geld sprechen und begann, ihre Meinung zu ändern. Diese Situation war wirklich knifflig und überraschend und sie zeigte, dass Dinge oft anders sind, als sie scheinen. Aber so können sie verwendet werden auf eine Weise. Sie können auf eine negative Weise verwendet werden. Daher ist die Entwicklung einer Ethik wirklich wichtig. Wenn du einen Job willst und du viel beizutragen hast und das auch weißt, denke ich, dass das wirklich hilft, es zu verwirklichen. Aber ich denke, manchmal kann man um Dinge bitten und bekommt sie. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, den Leuten manchmal zu geben, was sie sich gewünscht haben. Vorsicht damit. Nun, Sie haben den Satz gehört, seien Sie vorsichtig. Sie könnten bekommen, wonach Sie suchen. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten wahr werden. Es ist noch unklar, wie man all dies verhandelt, aber wir diskutieren bereits über die grundlegenden Prinzipien. Nun, auch nur als Idee hier, und ich habe das schon in der Show gesagt, ist es so, dass wir im Allgemeinen nicht wissen, im Allgemeinen gesprochen, nicht wissen, was das Beste für uns ist. Weil wenn wir das bekommen würden, was wir wollten, zu dem Zeitpunkt, an dem wir darum gebeten haben, im Nachhinein betrachtet, würden wir sagen, Gott sei Dank habe ich diesen Job nicht bekommen. Gott sei Dank habe ich diese Person nicht gedatet. Gott sei Dank ist diese Gelegenheit, auf die ich so scharf war, nicht eingetreten.
denn wenn sie es wäre, hätte sie mich zerstört. Sie hätte mein Leben ruiniert. Ich habe gesehen, was sie meinem Freund angetan hat, oder ich habe gesehen, was er ihr angetan hat und all solche Sachen. Also, die Leute sollten sich nicht so sehr darauf versteifen, dass sie etwas jetzt wollen, weil, naja, wollen sie das wirklich? Und was genau wollen sie? Weil du es wirklich wahrhaftig nicht weißt, weil wir das große Ganze nicht sehen. Alles, was wir sehen, ist der nächste Schritt vor uns. Aber es gibt etwas, das diese anderen Synchronizitäten einwirft und andere Dinge, die in unserem Leben passieren, dass wenn du zurückblickst, du sagst, oh Gott, zum Glück habe ich diese Person getroffen oder zum Glück ist das passiert. Ich wollte das gar nicht und mein Gott, es hat mein ganzes Leben verändert. Also würdest du zustimmen? Perfekt, perfekt. Heute habe ich interviewt, nur interviewt. Du kannst mein Podcast sein, ein 26-jähriger Typ in Miami, der gefragt hat, ob er im Vorstand des Zufallsprojekts sein kann, weil er zu einem unserer Zufallscafés gegangen ist und ich habe vorher schon ein bisschen mit ihm gesprochen. Und wir suchen jemanden, der in vielerlei Hinsicht zu seinem Profil passt. Wir brauchen jemanden, der in Serendipität bewanderter ist als die anderen im Vorstand. Und das ist er. Wir brauchen Leute mit globalerem Blick, mehr technologischem Know-how als die aktuellen Vorstandsmitglieder. Er passt dazu. Also ich erwarte, dass das passiert. Und das Wichtigste ist wieder, ich muss darauf reagieren. Ich muss es sehen und dann reagieren. Nun, es gibt ein paar Begriffe, die Sie in Ihrem Buch verwendet haben, die sehr interessant waren. Serialität und simultan. Du hast es, Baby. Was bedeuten diese beiden Wörter, mein Freund? Nun, wir haben Serendipität übersprungen und ich werde nur erwähnen von den vieren Serendipität, manchmal als glückliche Zufälle bezeichnet, wie jemanden zu treffen, der dir einen Job gibt. Manche nennen das Synchronizität. Serendipität bezieht sich oft auf Dinge, Ideen, Geld, Jobs und Gesundheit. Nun, Liebe, Serendipität und Synchronizität. Der Film Serendipity war ganz über die Liebe, aber sie haben Serendipität eingebaut. Man musste die zwei Dinge zusammenbringen. Man kann es auch Synchronizität nennen. Es gibt eine Überschneidung und du kannst es erleben. Liebe ist vieles, schon gut. Aber ich werde jetzt auf die Liebe abschweifen, da du mein Herz berührt hast. Denn klar, ich denke, dass du mir ähnlich bist. Du bist ein Liebender. Ich bin es, Herr. Und das bedeutet, dass du die Romantik annimmst, dass du das auch magst. Es ist eine wunderbare Droge. Schmerzhaft, mein Freund. Eine schmerzhafte Droge. Ich wurde oft verletzt. Der erste Teil ist gut, aber Dann das hat einen Kick. Ende, Herr hat einen Kick am Ende. Spiel einfach mit Heroin. Der erste Schuss Heroin ist wunderbar. Das ganze Leben zerfällt. Dann dein ganzes Leben. Nun, da gibt es eine Analogie. Der einzige Unterschied ist, wie ein E am Ende, Heroin deines Lebens und von Heroin. Aber einer der wirklich erstaunlichen Orte, an denen Synchronizität stattfindet und Serendipität, wie du es nennst, ist in der Romantik. Und was so oft passiert, ist, dass uns all diese Zufälle widerfahren. Das bedeutet, es soll so sein. Nein, das stimmt nicht. Da wir beide schon öfter um den Block gegangen sind, können wir dir sagen, dass wir keine Teenager mehr sind. Wir erkennen, dass es nicht immer so sein soll. Es soll in diesem Moment sein. Und zu dieser Zeit, vielleicht in dieser Saison. Aber es könnte nicht das Leben oder das Sein. Ein Tanz ist das, was mir passiert. Und ich muss sagen, nein, das war's. Obwohl ich sie immer wieder sehe. Ein Tanz. Nein, das war's. Und wenn es dich vorbereitet und sie es tun, diese Zufälle bereiten dich auf eine Beziehung vor. Dann musst du erkennen, dass du an der Beziehung arbeiten musst und es muss kollaborativ sein. Ich habe Geschichten von Leuten gehört, die fantastische Synchronizitäten erlebten, die sie zusammenbrachten und sie dachten, das würde ausreichen, um ihre Ehe zusammenzuhalten, aber das tat es nicht, weil sie nicht daran arbeiteten. Also, das ist eine weitere Variable in diesem Zusammenhang. Wir sprechen also über Serendipität als etwas Praktischeres. Glückliche Zufälle, glückliche Unfälle.
Und viele Erfindungen und viele Nobelpreisträger sagen dir, dass Serendipität das war, was sie dorthin brachte, nicht das Befolgen von Protokollen. Es waren glückliche Unfälle. Es gibt viel Kreativität da draußen. Aber frag mich, ich spreche gerne über Serialität. Serialität ist wie das Sehen von Affensymbolen, viele davon, vielleicht 3 am Tag, vielleicht 7 in der Woche, wie mir eine Person, die ich sehr gut kenne, erklärte, das ist Affentheater. Affen spielen mit ihr. Das ist die Weisheit des indischen Affen, der sie lehren kann. Sie sieht sie in Büchern, Anzeigen, Cartoons, in Kostümen, an vielen Orten. Jeder hat eine Botschaft für sie. Nicht alle tiefgründig, manche mehr als andere. Aber Serialität bedeutet, dass jeder in der Lage ist, jemanden zu sehen, die Koinzidenz zu erkennen. Die Serie ist für jeden sichtbar, während Synchronizität und Serendipität normalerweise ein geistiges und ein Objektereignis sind. Serialität ist Objekt, 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 Objekt. Ist das so etwas wie, oh, ich will einen neuen Tesla kaufen und plötzlich siehst du überall nur noch Teslas? Das ist dein Gehirn darauf vorzubereiten, etwas zu sehen. Und das ist ein bisschen was, aber es ist dasselbe wie die Fähigkeit, Zufälle zu erkennen. Du musst dein Gehirn darauf vorbereiten, sie zu sehen. Das Tesla-Beispiel ist, ich denke darüber nach, also werde ich Teslas aus dem herauspicken, was ich um mich herum sehe. Also es ist eine Idee, die viele Leute benutzen, um zu sagen, dass du es dir nur einbildest. Und das Tesla-Beispiel ist nicht eines, das ich verwenden würde, weil ich keinen Tesla kaufen werde. Und ich weiß nicht über das ganze Geschäft mit Musk und all dem anderen Kram Bescheid. Ich weiß nicht viel über das Auto, aber viele Leute werden es nicht kaufen. Aber die Idee, darüber nachzudenken und sie zu sehen, bedeutet, dass man aus seiner Umgebung das herausfiltert, woran man bereits denkt. Also wie unterscheidet sich das von dem Affen? Affen, ist es einfach aufgetaucht? Affe, Affe. Affe ist nicht so anders. Sie ist bereit für sie, aber sie tauchen unerwartet auf. Der Tesla kann auch unerwartet auftauchen. Also hast du recht. Es gibt ein Kontinuum zwischen den beiden. Sie wurde früh mit vielen Affen konfrontiert, also sensibilisierte sie sich für Affen in ihrer Umgebung. Der Punkt, den du machst, ist ausgezeichnet. Sie sieht sie jetzt, weil sie schon gesehen hat. Das gilt auch für Zufälle. Es ist ein allgemeines Prinzip. Das mit dem Tesla ist grober als das mit den Affen. Komm dann zu deiner Arbeitssache. Das ist eine andere Sache. Also eine Simopathie. Simopathie ist das Erleben des Schmerzes eines geliebten Menschen aus der Ferne. Können Sie das bitte erklären? Ja, das kann ich. Wie ich damit angefangen habe, und das ist ein Teil des Grundes, warum wir sprechen, ist, am 26. Februar 1973 stand ich an einem Waschbecken in einem viktorianischen Haus im Fillmore-Distrikt. Und es war 23 Uhr und ich habe gewürgt. Ich habe unkontrolliert gewürgt. Etwas steckte in meinem Hals fest und ich konnte es nicht herausbekommen. Ich hatte noch nie so gewürgt und habe es seitdem nicht mehr getan. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Es schien eine lange Zeit zu dauern, 5 Minuten, 10 Minuten, ich weiß es nicht. Schließlich hörte es auf. Das war um 23 Uhr. Mein Vater war in Wilmington, Delaware, 3000 Meilen entfernt. Es war 02 Uhr. In Wilmington, Delaware am 27. Februar. Mein Vater erstickte an seinem eigenen Blut, während ich ebenfalls erstickte. Er blutete in seinen Hals und starb. Ich sagte auch wow. Und ich erzähle diese Geschichte, um meines Vaters Andenken zu ehren. Und ich füge hinzu, dass er im Februar, am 27. Februar starb an meinem Geburtstag. Das ist also mitfühlend, das ist gleichzeitig, das ist das Gefühl des Schmerzes eines geliebten Menschen aus der Ferne, die Not und der Schmerz eines geliebten Menschen aus der Ferne. Währenddessen. Währenddessen. Kannst du das erklären? Wie? Nun, zuerst frage ich mich, bin ich der einzige seltsame Mensch auf der Welt, dem das passiert? Also, ich habe eine Umfrage zu seltsamen Zufällen entwickelt, um zu sehen, was sind die häufigsten Zufälle und wie oft treten sie auf. Und sie ist gültig und zuverlässig. Statistiker werden sie aus diesen Gründen mögen. Eine Frage war, wie oft spüren Sie den Schmerz eines geliebten Menschen aus der Ferne?
Und die allgemeine Antwort war manchmal. Also Menschen tun das wirklich. Ich habe weitere Daten von einem anderen Psychiater, die dasselbe nahelegen. Zuerst musste ich das feststellen, bevor ich es erklären wollte. Vielleicht hilft es zu erklären, dass im späten 19. Jahrhundert in England und anderswo ein Wort für Simopathie existierte, nämlich Telepathie. Telepathie. Tele bedeutet auf Distanz und Pathie ist Gefühl. Also Telepathie, das Fühlen von Schmerz, Leid auf Distanz ist Telepathie. Dann wurde es zu kognitiveren Dingen, mehr über Gedanken. Wir brauchten einen neuen Begriff für das, was ursprünglich Telepathie war. Ich kam auf Simul, was gleichzeitig Pathogene bedeutet. Nun lassen Sie mich das fragen. Ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören, und ich möchte sehen, wo es im Spektrum der Wörter liegt, über die wir gesprochen haben. Ich hatte eine Tante, die an Altersschwäche gestorben ist. Wir waren halbwegs nah, und nach ihrem Tod waren wir sehr liebevoll zueinander. 3 Tage später. Ich durchsuche alte VHS-Kassetten. Plötzlich taucht ein Video auf, von dem ich nichts wusste. Es zeigt sie und meine Familie beim Thanksgiving-Dinner. Ich hatte vergessen, dass ich es als Teenager mit einer geliehenen Handkamera gefilmt hatte. Ich habe sie ausprobiert. Dann erinnere ich mich, oh mein Gott, habe ich das wirklich gefilmt? Aber ich hatte es komplett vergessen. Es waren 30 Jahre vergangen. Und es geschah 2 oder 3 Tage nach ihrem Tod. Und da ist sie lächelnd. Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Denn wenn mir jemand sagt, oh, das ist nur Zufall, machst du Witze? Erinnere dich, wir haben über menschliches GPS gesprochen, darüber, wie man dorthin gelangt, wo man sein muss, ohne zu wissen, wie man dorthin gekommen ist. Irgendwo in deinem Geist und in der Psychosphäre war die Information da und du hast sie gespürt, nachdem sie gegangen war. Und du konntest darüber stolpern. Ich habe viele Geschichten, genau wie diese, die Leute sehr überraschen. Eine davon ist, wie dieses Paar, das nach Lourdes ging und ein Bild von sich in Lourdes hatte und dann starb eine der Personen in diesem Paar und heiratete jemand anderen, dessen Ehepartner auch verstorben war. Sie betrachteten das Bild des ersten Paares. Im Hintergrund war ein Bild des anderen Paares. Ich habe einige in den sozialen Medien und auf YouTube gesehen. Da denkt man sich, was? Paare. Beide waren im Disneyland, als sie etwa 7 und er 8 war. Er stand hinter ihr auf einem Foto mit ihr und Mickey. Ich bin froh, dass du das sagst, weil das seltsam ist und das häufig vorkommt. Bei deinem Fall gibt es eine andere Variante. Jemand braucht Geld und eine bestimmte Geldsumme. Es ist toll, wenn Sie genau den Betrag bekommen, den Sie brauchen. Und Sie durchwühlten einen Aktenschrank, den Sie schon einmal durchsucht hatten und fanden, ähnlich wie du, was Sie brauchten, nämlich das Geld, eine Rückerstattung, die Sie irgendwo aufbewahrt und vergessen hatten. Die Erinnerung ist da. Ich meine, es ist irgendwo in dir oder irgendwo um dich herum. Also, es ist nicht so, dass du nichts damit zu tun hattest, aber wie du dahin gekommen bist, denke ich, ist wieder durch eine Art psychosphärische Information, weil du sie immer noch fühlst. Und ich fühle meinen Vater in letzter Zeit immer mehr, weil ich gerade Geburtstag hatte. Und ich denke, er kommuniziert irgendwie mit mir auf eine Weise, die ich nicht manchmal fühle, dass wir in der Lage sind, Verbindungen herzustellen. Und manche Leute werden sagen, deine Tante hat dich zu dem geführt. Und du könntest das so empfinden, wenn du eine Person oder etwas brauchst, das dich leitet, können wir jemanden erfinden. Und das ist kein schlechter Vorschlag. Oder irgendwie kannst du Informationen durch die Psychosphäre selbst wissen. Aber ich weiß nicht, ob eines gut genug für mich ist. Nun, ich würde dich gerne fragen, was sagt die Quantenphysik dazu? Gibt es irgendetwas, das sie sagen kann, um das ein wenig verständlicher zu machen? Der Grund, warum du das von mir bekommst, ist, dass ein berühmter Quantenphysiker, Feynman, sagte etwas Ähnliches, aber nicht genau.
Weil er die Quantenmechanik nicht in einen Einführungskurs verwandeln konnte, bedeutete das, dass er die Quantenmechanik nicht verstand. Ich denke gerne an Leute, die, sagen wir mal, Theorie du jour verwenden. Die Quantenphysik ist gerade, um seltsame Dinge zu erklären. Ich denke gerne, hier verwenden wir eine schwer verständliche Theorie, um ein schwer verständliches Phänomen zu erklären. Also gehe ich nicht mit der Quantenphysik. Ich gehe mit einem Feld, das die Psychosphäre ist, das erforschbar ist. Wir können das untersuchen. Das ist etwas, das die Wissenschaft angehen kann, das Quantending. Damit, du weißt wahrscheinlich darüber, spukhafte und unheimliche Fernwirkung. Und die Leute wenden das gerne gleichzeitig an. Nun, das sind kleine Teilchen. Sie werden größer. Sie können größere Teilchen verschränken. Aber es gibt einen Raum zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt. Und das ist eine gute Analogie. Es ist besser, als darüber nachzudenken, wie jung diese Synchronizität, ein kausales Verbindungsprinzip, verwendet hat. Es ist ein Schritt. Es ist eine Art, uns herauszufordern. Ich kann dem nicht folgen, da es Chaostheorien, Komplexität, Fraktale und andere konkurrierende Variablen gibt, um Zufälle zu erklären. Nun, hast du das gehört? Ich würde nicht sagen, es war ein Experiment, aber da waren diese Affen. Um auf deine Affenanalogie zurückzukommen, es gab Affen auf 3 oder 4 verschiedenen Inseln. Nah beieinander, aber sie konnten sich nicht sehen oder miteinander sprechen oder so etwas. Und dann plötzlich ein Affe auf einer der Inseln fand heraus, wie man eine Kokosnuss mit einem Stein knackt. Sagen wir mal, ich bin mir nicht genau sicher, was es genau war, aber er fand einen Weg, etwas zu tun, womit alle lange zu kämpfen hatten. Und plötzlich, alle anderen Affen auf den anderen Inseln fingen zur gleichen Zeit an, das auch herauszufinden. Was ist das? Das ist Rupert Sheldrake, den du zitierst. Seine Geschichte handelt von Vögeln, die lernten, Milchflaschen zu öffnen. Etwas Ähnliches. Also, sobald einer von ihnen es herausfindet, und er nannte das morphische Resonanz, und sie resonieren, und dann resonieren sie miteinander. Das ist ein Teil dessen, was ich in der Psychosphäre sehe. Lassen Sie mich ein ähnliches Beispiel für Menschen geben. Gleichzeitige unabhängige Entdeckung genannt. Dass Menschen an einem Ort auf eine Idee kommen, während andere an einem anderen Ort auf die gleiche Idee kommen. Wenn Evolution so passiert wäre wie die Entdeckung der Infinitesimalrechnung, des Telefons und vieles mehr. In der modernen Informatik und Software entdecken wir gleichzeitig Neues. Stanford findet etwas und im Silicon Valley geschieht Ähnliches. Doch kommunizieren sie miteinander? Offenbar nicht. Es existiert eine Art psychosphärische, morphische Resonanz um uns herum, die den Austausch von Energieinformationen ermöglicht. Und ihre Geschichte über Affen, Vögel und gleichzeitige Entdeckungen zeigt, dass wir alle aus denselben Informationen schöpfen. Wenn Sie suchen, ein Bedürfnis haben und offen sind, ist es wie oben zu fischen, einen Fisch zu fangen, wie diese Geschichten von einem Agenten, einem Buchagenten, der mir erzählt, Liebhaber von Kaffee. Ich spreche über Zufälle und gleichzeitige Entdeckungen. Sie sagt, im letzten Monat hatte ich 5 Autoren, sag mir, erzähl es niemandem, worüber ich schreibe, und alle 5 schreiben über dasselbe. Also, es ist wirklich wahr. Nun, es ist ähnlich wie der Bau von Pyramiden. Wie ist es möglich, dass so viele verschiedene Zivilisationen auf der Welt, die absolut nichts miteinander zu tun hatten, sogar durch Ozeane getrennt, ähnliche Strukturen bauen, zu manchmal ähnlichen Zeiten, manchmal unterschiedlichen Zeiten damit, die nichts miteinander zu tun haben? Ich habe gerade entdeckt, dass Japan, die Mongolei, sie alle haben Pyramiden. Als ich tiefer in diese Art von Gesprächen eintauchte,
dachte ich, Japan hat Pyramiden und ich sah ein Bild davon. Und dann natürlich Indonesien und dann offensichtlich Ägypten und die Mesoamerikas und all das. Sogar hier in Nordamerika wurden Formen von Pyramiden gebaut. Ja, aber nichts im Vergleich zu den Indern. Es war eine grobere Version, aber trotzdem das Konzept einer Pyramide. Also, wie ist das passiert? Das erklärt viele der Dinge, über die du sprichst. Es gibt einen Moment, in dem solche Informationen auftauchen, was uns dann zu dieser größeren Diskussion führt, wie zum Beispiel, was in den letzten 150 Jahren passiert ist, dass du und ich über die ganze Welt hinweg sprechen können, per Video. Aber vor 150 Jahren, was nicht einmal ein Wimpernschlag ist im Moment dieser Erde, ist es weniger als ein Wimpernschlag. Plötzlich haben wir diese Fähigkeit. Was ist passiert? In der Ionosphäre, wie du sagst, dass dieses wahnsinnige Wachstum der Technologie verursacht hat, das wir in unserer Geschichte nicht gesehen haben oder zumindest nicht, dass wir wissen. Zumindest soweit wir wissen. Zumindest. Man weiß nie. Man weiß nie. Das könnte eine weitere Iteration sein. Und wir hatten noch nie eine Situation, in der Menschen nur Selbstmord begehen, während wir unseren Planeten für das 6. große Aussterben zerstören. Was wir technologisch tun. Ich denke gerne, ich hoffe zu denken, als eine Reflexion unserer eigenen Fähigkeiten, dass die Technologie widerspiegelt, was wir persönlich tun können, und wir müssen es außerhalb von uns selbst platzieren. Damit meine ich, dass wir auf diese Weise kommunizieren können, aber wir könnten auch telepathisch kommunizieren. Dass es Menschen gibt, die Fernwahrnehmer sind. Und es ist wie eine Webcam, aber sie können es mit ihren eigenen Gedanken tun. Also vielleicht können wir sogar fliegen, weil wir auch Flugzeuge haben. Zumindest als ätherische Körper können wir wahrscheinlich fliegen. Und es gibt etwas zu tun. Also für mich gibt es Fähigkeiten, und die Technologie hat eine positive Seite, wenn wir sie erkennen, dass sie zeigt, wie verbunden wir tatsächlich sind. Wenn ich Sie bitte, über die Psychosphäre nachzudenken, es ist ein mentales Internet, wie manche es nennen. Ich möchte dieses mentale Internet kartieren, indem ich bedeutungsvolle Zufälle nutze, um all diese Interaktionen zu zeigen, die du gemacht hast. Du hast dich um einen Job beworben und diese Bewerbung über dieses mentale Internet verschickt, und jemand dachte sich, hey, ich brauche jemanden für etwas. Und ich kenne den Typen, weil ich ihn vor 4 oder 5 Jahren gesehen habe. Also bist du dieser Person in Erinnerung geblieben. Ich denke gerne, dass es uns zeigt, was wir tun können. Leider ist dies ein polarisiertes Umfeld, das wir gewählt haben. Tag und Nacht, schwarz und weiß, Dualität, gut und klar. böse. Ja, also haben wir Technologie, die schlecht und unethisch und schrecklich genutzt werden kann, und wir sehen Überwachungstechnologie aufkommen, die das Verhalten der Menschen einschränken wird, weil sie auf negative Weise beobachtet werden. Können wir das umdrehen, und können wir, und das ist mein Glaube und meine Hoffnung, bedeutungsvolle Zufälle wie Synchronizität und Serendipität nutzen, um es besser zu machen als die aktuelle Richtung? Nun, das hoffe ich doch, mein Freund. Das hoffe Ich ich arbeite doch. daran, Mann. Ich arbeite daran. Du machst gute Arbeit, mein Freund. Danke. Eine letzte Frage. Ich wollte dich nach dem I-Ging fragen, weil ich nie wirklich verstanden habe, obwohl ich es im Leben ausprobiert habe. Kannst du erklären, was das I-Ging ist und wie es mit Synchronizitäten verbunden ist? Oh, das ist es. Es ist grundlegend. Jung schrieb eine Einführung zur Wilhelm-Version der deutschen Übersetzung des I Ching. Es ist sehr eng mit der Synchronizität verbunden. Es ist eine Art domestizierte Synchronizität. Es ist, als ob man sie in sein Zimmer bringt und die Schafgarbenstängel wirft oder die Münzen wirft, und man erhält eine von 64 Lesungen im I Ching. Es sind 64, aber jeder von euch, der Bibliomantie gemacht hat, wie es genannt wird, was so ist wie das, was ich mit mir selbst machen werde. Du öffnest ein heiliges Buch, das dir heilig ist, und du sagst, oh, okay, das sagt, ich sollte das tun. Das Ching ist eine Variation davon, weil du 6 irgendwas wirfst, Schafgarbenstängel oder 6 Münzen, und du bekommst 3 Symbole.
die Yin- und Yang-Symbole sind und jedes hat 3 Linien. Also bekommst du 3 Dreien. Du bekommst 2 Paare von Dreien und jedes dieser Paare wird zu einer von 64 Seiten oder Kapiteln im I Ching. Du liest es als was deine Zukunft sein könnte. Es gibt dir einen Hinweis darauf. Es ist wie das Öffnen des Buches. Es macht es nur komplizierter und es ist uralte Weisheit und viele Leute übersetzen es und erfinden ihre eigenen Sachen dazu und ich weiß nicht, was ich glauben soll als Buch. Ich mache Tarotkartenlesungen, eine Art Wahrsagerei. Da ist etwas dran. Viele Leute, die es machen, sagen, sie bekommen gute Ratschläge daraus. Es gibt viele Wege, um Rat zu bekommen, und das ist einer davon. Ich liebe, was du gesagt hast. Es gibt ein Geheimnis um uns herum. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir alle fühlen und verstehen, dass da etwas ist. Einige lehnen es ab, andere nehmen es an, aber es passiert etwas Unerklärliches. Da ist etwas im Gange. Bedeutungsvolle Zufälle sind das Geheimnisvolle, das sich im Verborgenen zeigt. Genau, mein Freund. Erzähl mir von deinem Buch Bedeutungsvolle Zufälle. Wo finden die Leute es? Und was erhoffst du dir davon? Meine Hoffnung sind 2 Dinge. Man kann es überall finden, wo es Bücher gibt. Ich ermutige euch, es in eurem lokalen Buchladen zu suchen. Unterstützt euren lokalen Buchladen. Ich hoffe auf 2 verschiedene Dinge. Ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht, die an diesem Thema interessiert sind und ihnen hilft, sich nicht allein zu fühlen. Es soll ihnen eine Vorstellung von Synchronizität vermitteln, ihnen helfen zu verstehen, was es ist und dass es sowohl nützliche als auch negative Seiten hat. Es regt dazu an, über die Psychosphäre nachzudenken, die das Buch behandelt, und über die positiven Aspekte nachzudenken. Man kann das Buch überall bekommen und darüber nachdenken. Die Psychosphäre ist fast am Ende. Ich hoffe, dass es als Lehrbuch in meiner imaginären Erduniversität dient. Ich erfinde das. Wir haben kein Footballteam, kein Gebäude, nur mich, der sich das vorstellt. Ich bin sozusagen der Kanzler dieser Sache. Wir haben einen Abschnitt, der verschiedene Formen bedeutungsvoller Zufälle untersucht. Dies ist der Einführungstext zu einem Kurs über bedeutungsvolle Zufälle. Nun, Renard, ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition eines guten Lebens? Ich denke, ein Teil davon, nicht das Ganze, aber ein Teil davon ist Lernen und Spaß haben. Spaß und Lernen gehören zusammen. Spielen. Lernen kann auch spielerisch sein. Ich glaube, dass wir hier sind, um über uns selbst und unseren Zweck zu lernen, der dazu beitragen kann, der Menschheit zu helfen. Viele Menschen empfinden das genauso, aber manche haben verzerrte Ansichten. Es gibt leider viel Missbrauch. Menschen wie du, Alex, haben jedoch ein gutes Herz und bemühen sich, Gutes zu tun und versuchen, Gutes für die Welt zu tun. Das ist gut für dich und die Menschen um dich herum. Du lernst gerne. Und das tust du, wenn du Podcasts machst, aber das ist Teil des Spaßes daran. Du kannst Leute interviewen und sagen, okay, ich habe etwas Neues gelernt und ich habe von dir gelernt und wir lernen gerne, haben Spaß und lachen. Und diese Schnittstelle zwischen Lernen und Unterhaltung ist für mich Teil eines guten Lebens. Es ist auch eine ziemlich standardmäßige psychiatrische oder psychologische Sache, ein gutes soziales Netzwerk zu haben, Menschen, die dich lieben und die du liebst, in der Lage zu sein, Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren und genug Schlaf zu bekommen. Das sind 4 grundlegende Dinge, um ein gutes Leben führen zu können. Du musst die Funktionalität haben, um das tun zu können, was wir tun. Du musst glücklicher sein. Du kannst nicht so sein wie, oh, was ich ab und zu höre, ich bin so allein, niemand mag mich, ich habe wieder etwas Schlechtes getan. Ich werde aus meiner Gruppe ausgeschlossen. Warum passieren mir diese Zufälle? Es ist so problematisch. Der Strom könnte jetzt in meinem Haus ausfallen und ich habe keine. Das gehört zum Menschsein dazu, dieses Jammern durchzumachen. Aber die Idee ist, dass das Gute immer besser wird und das Schlechte immer weniger schlimm, je weiter man vorankommt. Wie definieren Sie Gott? Nur die einfache Frage. Das könntest du verstehen.
In der Highschool war Gott 1,50 Meter Himmel mit einem Pferdeschwanz. Das ist Erwachsenwerden. Gott ist ein Name, den Menschen auf viele verschiedene Arten verwenden. Und für mich ist Gott ein Platzhalter für das Geheimnis, das Teil unseres Lebens ist. Ich denke, es gibt eine größere Intelligenz. Wenn ich über die Psychosphäre spreche, sage ich nicht, dass das alles ist. Ich denke, es gibt mehr. Es scheint einfach, als gäbe es mehr. Und ein Teil meines Spaßes und meiner Freude ist es, Zufälle zu nutzen, um den Geist Gottes zu verstehen. Der ultimative Zweck des Lebens. Der ultimative Zweck ist das Leben. Wir wissen es nicht. Mein Schwiegervater sagte, es sei mehr Leben zu bekommen. Ich denke, wir haben genug Leben auf diesem Planeten. Der Zweck des Lebens, man muss ihn auf der Erde hinzufügen, weil es danach noch etwas geben könnte. Der Sinn des Lebens auf der Erde ist im Grunde eine gute Zeit auf diesem Spielplatz zu haben, auf dem wir die Gelegenheit bekommen haben, zu sein und ihn nicht weiter zu zerstören und nicht zuzulassen, dass einige Leute das ganze Geld an sich reißen und andere in Armut leben. Wir haben die Chance zu tanzen und zu lieben und uns zu verbinden und glücklich zu sein und unser Verständnis davon, wie die Realität funktioniert, ständig zu erweitern. Zufälle sind eine Möglichkeit. Das ist, was ich denke, dass wir hier tun sollen, und ich versuche dazu beizutragen, dass das passiert. Haben Sie abschließende Botschaften für das Publikum? Mein Freund, das Wichtigste ist zu lieben und geliebt zu werden. Bernhard, es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen, mein Freund. Danke für deine Arbeit, um uns alle zu erwecken. Ich schätze dich sehr. Vielen Dank. Du bist großartig, Alex. Vielen Dank dir auch. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.